Action! Hallo, grüß Gott, sage ich jetzt mal, oder Ni Hao in diesem Fall. Wir melden uns aus China. Du, lieber Sven, du weißt ja Bescheid. La Marca ist der Importeur für eine neue Marke, die ja für Aufregung auf dem Caravan-Salon bereits gesorgt hat. Und wir haben hier zeigen wir euch die ersten Prototypen, die für den europäischen Markt bestimmt sind. Ich zeige euch das ganz kurz, aber damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was es wirklich Neues gibt. Nun, lieber Tassilo, gib mir einfach die Kamera. Ich laufe schon mal los. Mal einen kurzen Umblick. Ihr seht, wir haben da schon ganz vieles gemacht. Und das ganz besonders Neue ist natürlich, alles ist auf dem Iveco. Iveco, Iveco, Iveco. Iveco ist natürlich eine Geschichte. Erstens einmal 160 PS, Automatikgetriebe und ein wirklich tolles Fahrwerk, wo man unbedenklich alles Mögliche machen kann. Einmal ein Rundumgang. Hier ist zum Beispiel unser mittleres neues Fahrzeug. 6 Meter Länge bzw. 5,99. Hier sieht man auch mit Unterflur-Staufächern schon. Bisschen Elektronik verbaut. Der Kocher wissen wir noch nicht, ob es den in Europa geben wird. Ich glaube eher nicht. Aber ich finde das mal eine gute Idee. Übrigens ganz tolle Idee, auch diese Arbeitsbretter. Man hat den Grill außen stehen, man kann hier drauf arbeiten. Das Ding ist wirklich stabil. Ganz tolle Geschichte. Auch natürlich komplett GFK aus, ich würde fast schon sagen, einem Guss. Sieht auch richtig professionell aus. Also wir haben ihn jetzt auf Herz und Nieren, auch die Fabrik uns angesehen. Ihr müsst mal gucken hier. Alleine die Verarbeitung, das ist jetzt ein Auto, was frisch vom Fließband kommt. Wirklich toll gemacht. Qualitätsprodukte, Fiamma mit dran, mit Beleuchtung. Richtig tolle Geschichte. Übrigens 120 Liter Frischwasser, 120 Liter Abwasser. Das Fahrzeug ist mittlerweile erprobt bis minus, höre und staune, minus 40 Grad. Wer kann das sonst schon? Ein tolles Kamerasystem drin mit bis zu 4 Kameras. Hier für den Show-Effekt auch mit Unterbodenbeleuchtung. Das haben uns die Jungs jetzt mal angeboten. Übrigens, das ist der Iveco, der in China produziert wird. Wir nutzen für unsere Fahrzeuge Ivecos aus Europa, natürlich wegen der Abgasnorm. Ansonsten ist das Fahrzeug alles mit Standard europäischer Ware ausgerüstet. Tedford, Dometic, Webasto und so weiter. Dann gehen wir mal rein. Hier der Innenraum. Auf 6 Meter eine ganz tolle Geschichte. Auch hier wieder ein mega großer Alkoven. Wird es auch aus Teilintegrierten geben. Hier haben wir jetzt eine Besonderheit aus Fahrzeug. Übrigens lauter so Kleinigkeiten. Mal kurz zeigen. Viele USB-Steckdosen, Halterungen. Und was ich nicht vergessen darf, ist zum Beispiel, wenn man mit mehr Leuten unterwegs ist, ein Ausziehbett. Nochmal. Dann hast du mega Platz oben. Unten theoretisch auch wieder umbaubar. Übrigens auch die Tische mit Teleskoparm können sich abgesenkt werden. Viele so Geschichten wie flexibler Wasserhahn. Ich fange jetzt auch schon den ganzen Tag höre ich Chinesen und fange an mit Wasserhahn. Hier natürlich noch Elektronik von TBB. TBB kennt ihr ja mittlerweile. Europa sehr verbreitet. Viel Platz auch hier im Fahrzeug. Überall Schränkchen, Türen. Auch eine tolle Geschichte. Ups. Wir machen hier mal auf. Dahinter verbirgt sich ein Beamer und Verstärker für die Lautsprecheranlage. Und vorne, wie ihr seht, ist dann auch
die Leinwand, die elektrisch runterfährt. Großes Bad mit Lüfter. Auch hier wieder natürlich europäische Ware, auch alles beheizt. Standardgeschichten. Das Fahrzeug ist, wie gesagt, von der Bauart her verblüffend gut, wirklich gut. Hier der Iveco, 160 PS, Automatik, die Sitze wunderbar gearbeitet, auch mit Leder überzogen. Großes Multimedia-System, Rückfahrkamera. Das Fahrzeug gibt es übrigens auch mit 360-Grad-Kamera. Ja, und statt dieser Auszugbetten gibt es die andere Version entweder auch mit Schränke oder wieder mit diesem Bett. Also beides möglich. Ja, das ist eins der Fahrzeuge, was ich euch zeigen wollte. Und du, lieber Sven, ich denke, du wirst das demnächst professionell zeigen. Hier sind wir ein bisschen, jetzt ist es nachts um knapp 22 Uhr. In Deutschland ist es Nachmittag. Ich muss sagen, die Zeitumstellung hat uns ein bisschen fertig gemacht, auch das Definieren hier in der Fabrik. Aber es hat sich gelohnt und das Fahrzeug ist demnächst in Gesamteuropa zu kaufen. In hochwertiger Qualität. So, das verabschiede ich mich. Hier noch ein bisschen künstliches Obst. Übrigens hier nochmal übers Leder gucken. Es ist sowas von toll verarbeitet. Aber muss man ja mittlerweile sagen, kennt man ja auch von den chinesischen Elektroautos. Man kann darüber denken, wie man will, aber es wird wohl kein Weg mehr an China vorbeiführen. So, liebe Zuseher, lieben Dank und ich zeige euch dann morgen noch mal ein paar Fahrzeuge und sage erstmal guten Abend, Ni Hao.